Hey, kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn du aufhörst, alles kontrollieren zu wollen? In diesem Video zeigen wir euch unsere Antwort, weil wir eine Entscheidung getroffen haben. Und zwar alles zu verkaufen, die Jobs, die Wohnung zu kündigen und ja, eigentlich alles hinter uns zu lassen, was uns vermeintlich Sicherheit gibt. Und wir gehen auf Weltreise. Ähm, ja, es ist irgendwie mulmig und befreiend zugleich, ganz unbekannt. Und wir teilen euch jetzt alle Gedanken und Gefühle und Learnings, die wir in dieser Zeit hatten, bevor es dann wirklich losging. Einfach, ja, Pläne über Bord schmeißen und dem Leben vertrauen. Wir, das sind Jenny und Thomas von Weit Glücklich. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise, nicht nur um die Welt, sondern auch zu uns selbst. Besonders schön an der Entscheidung, auf Weltreise zu gehen, finde ich, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich nur an mich gedacht habe. Dass ich etwas getan habe, nur für mich, egal was mir die anderen sagen, was die anderen denken, was die anderen davon halten. Ja, es war einfach mein Traum und für mich auch die Möglichkeit, zu mir zu finden, zur Ruhe zu kommen, bei mir anzukommen. Und das heißt natürlich nicht, dass das für jeden die Wahrheit sein muss, aber ich in meiner Situation hätte das, glaube ich, anders nicht geschafft. Und deswegen war das für mich auch so ein Akt der Selbstliebe, auch wenn ich damals vielleicht noch relativ weit davon entfernt war, wirklich zu wissen und zu fühlen, was Selbstliebe ist, weil ich so in diesem Hamsterrad und in dem Alltag und in den ganzen gesellschaftlichen Dingen gefangen war. Aber es hat sich gut angefühlt und ja, das finde ich schön. Also jeder sollte irgendwie ähm, solche Entscheidungen treffen aus dem Herzen heraus, wo er einfach merkt, ja, das tut mir gut, das mache ich für mich. Das würde ich mir wirklich wünschen. Zu Beginn hatten wir gefragt, was passieren würde, wenn wir aufhören, alles kontrollieren zu wollen. Und wer das im echten Leben versuchen will, für den ist für mich die Entscheidung, auf unbestimmte Zeit auf Weltreise zu gehen, einfach perfekt, um das zu probieren. Was ich auch sagen kann, allein schon diese Entscheidung zu treffen und die Zeit bis zur Abreise, also wirklich nur der reine Zeitraum vor der eigentlichen Weltreise, ist schon so vollgepackt mit neuen Sachen. Für mich ist es absolut lohnenswert gewesen, diese alten Muster oder alten Routinen zu durchbrechen, in denen ich mich auch irgendwie, ja, vielleicht selber auch so ein bisschen versteckt habe. Ich war so ein Rädchen am Wagen, ein Teil der Gesellschaft, und ich konnte da einfach mit dem Strom mitschwimmen, musste eigentlich irgendwie gar nichts so großartig machen. Ich bin einfach von morgens bis abends zur Arbeit gegangen, abends war ich zum Sport und ja, habe einfach so einen ich sage jetzt mal klassischen Alltag gelebt, und dann mit der Entscheidung und den damit verbundenen Mustern, die ich durchtrennt habe, kamen auf einmal so krass viele Optionen und so viel Neues, was ich gelernt habe. Allein schon mit Equipment. Ich habe mich mit Videokameras beschäftigt, ich habe mich mit Drohnen beschäftigt. Dann kommt das ganze Organisatorische hinzu. Wie ist es eigentlich, ohne festen Wohnsitz zu sein? Was muss man da beachten? Welche Dokumente benötige ich? Reisepass etc., Visum vielleicht für unsere ersten Stationen, wie time ich alles, wann mache ich am besten die Kündigung, wann kündige ich die Wohnung, was muss ich da machen, wann muss das gemacht werden, wann muss das gemacht werden. Und ja, da habe ich so viel Neues gelernt. Das ist für mich auch das Learning, eine Entscheidung zu treffen und einfach was Neues zu wagen, ist so ungemein bereichernd. Und das sage ich jetzt, bevor wir auf Weltreise gehen. Was soll denn dann erst noch kommen, wenn wir dann erstmal unterwegs sind? Da kann ich auch nur appellieren, den Mut zu haben, auch mal Entscheidungen zu treffen und aus dem klassischen Alltag vielleicht auch auszubrechen und einfach mal zu gucken, was das Leben so alles zu bieten hat. Was mich sehr überrascht hat in dem ganzen Prozess, wenn ich so ja einfach in der Wohnung war und aufgeräumt, gepackt und aussortiert habe, ähm, immer wieder diese Erkenntnis oder dieses Gefühl, wie leicht auf einmal alles geht. Das habe ich tatsächlich erst bekommen,
nachdem wir die Entscheidung getroffen haben, auf Weltreise zu gehen. Vorher war das sehr aufgewühlt und ja, was passiert dann und können wir das machen und ist es zu kompliziert, zu gefährlich, zu teuer, zu ich weiß nicht was alles. Ähm, und ab dem Moment der Entscheidung, wo wir gesagt haben, ja, wir machen das, wurde es wirklich ruhig. Also es hat sich alles beruhigt und fast wie magisch, weil wir genau wussten, was wir wollen, mit Klarheit und mit Freude losgegangen sind. Und ja, dann sind die Dinge für uns passiert. Wir haben die richtigen Ansprechpartner gefunden, die uns geholfen haben. Alles ging auf einmal leicht. Also natürlich mussten wir was dafür tun und haben die Dinge organisiert, das ist ja gar keine Frage, aber es lief einfach und das nur, weil wir die Entscheidung getroffen haben, das jetzt zu tun und dafür loszugehen. Und ganz wichtig dabei ist mir auch zu sagen, dass du nicht den ganzen Weg kennen musst. Also als wir die Entscheidung getroffen haben, wir gehen auf Weltreise, wussten wir nicht, was müssen wir alles tun, wo müssen wir überall irgendwas beantragen oder was auch immer. Ähm, Das ergibt sich, wenn du den Weg gehst und das ist natürlich übertragbar auf alles andere. Ähm, Triff die Entscheidung und dann machst du den ersten Schritt in diese Richtung und gehst einfach los und der Rest ergibt sich. Vertraue darauf und ähm, ja, das war ein schönes Gefühl. An dieser Stelle kann ich super einhaken. Jenny hatte ja beschrieben, wie sie die Entscheidung getroffen hat und dass ihr danach so vieles leicht von der Hand ging. Und bei mir war der erste Teil oder ist der erste Teil wirklich genau identisch. Für mich war diese Entscheidung und danach auch die Kommunikation, dass wir auf Weltreise gehen, absolut befreiend. Also das Gefühl einfach zu wissen, wir gehen jetzt diesen Schritt, fand ich mega. Nur danach ging direkt bei mir das Kopfkino los. Was bedeutet das eigentlich alles? Was ist das für eine Arbeit, die dahinter steckt? Und ja, gerade dieses Wort Arbeit war bei mir da ganz zentral. Ich habe ganz viel in Problemen gedacht. Ich habe gedacht, was müssen wir jetzt, was müssen wir alles erledigen? Wir müssen die Wohnung auflösen, wir müssen den Job kündigen. Ja, und ich habe ganz, ganz viel mit müssen und Arbeit gedacht und habe gar nicht diese Leichtigkeit gespürt. Ja, und so war es dann ja dann schlussendlich auch. Es war eher schwierig. Gleichzeitig wusste ich allerdings, dass es funktionieren wird. Also dieses Vertrauen, dass es funktioniert, war schon da. Aber dass es halt anstrengend ist. Und in dem Moment war mir das Wort noch nicht bewusst, muss ich schon zugeben. Aber ja, eigentlich habe ich da in wundervoller Weise manifestiert. Eben weil, wie ich sagte, ich habe gewusst, ich schaffe das und es wird schwer. Und was ist passiert? Ich oder wir haben es geschafft und es war für mich schwierig mit ganz viel Aufwand verbunden. Also das Learning für mich ist, dass ich manifestieren kann und für mich ist natürlich dann die Challenge, das zukünftig auch vielleicht bewusster einzusetzen und mir damit auch mehr Leichtigkeit ins Leben zu ziehen. Seit wir die Entscheidung, auf Weltreise zu gehen, kommuniziert haben, ist sehr viel passiert im Außen. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute uns gesagt haben, aber du kannst doch das nicht machen, du kannst doch den Job nicht aufgeben. Und wie macht ihr das später mit der Rente? Ich weiß es nicht. Also Themen, die für uns gar nicht präsent waren oder gar kein Problem eigentlich dargestellt haben, aber die so auf uns eingeprasselt sind. Und da fand ich es echt schwierig, ähm, bei mir zu bleiben und habe gemerkt, dass es mir teilweise auch wirklich Kraft kostet. Und ich denke mal, das liegt daran, dass wir so viele kollektive Wahrheiten in uns gespeichert haben, die eigentlich gar nicht zu uns gehören. Ähm, Dazu passt auch das Learning. Glaube nicht alles, was du denkst, weil auch deine Gedanken sind nicht alle von dir. Du bist so geprägt von außen und du glaubst Dinge, weil sie dir jemand erzählt hat. Ähm, und das bist du gar nicht. Was ich alles gehört habe, wie schwierig das ist und wie traurig das ist und wie anstrengend das ist. Und ähm,
wenn ich dann aber in diesem Punkt in meinem Leben war und ich wirklich gekündigt habe und ich wirklich verkauft habe und wirklich losgelassen habe, hat es sich nie anstrengend oder kompliziert oder schwierig angefühlt. Im Gegenteil, es war total befreiend für mich. Und ja, deswegen finde ich es einfach so wichtig, auf sich selber zu hören, den eigenen Weg zu gehen und ja, sich nicht von dem eigenen Kopf zu viel erzählen zu lassen, wie dein Leben denn zu laufen hat, sondern eher aufs Herz zu hören und zu fühlen, was sich für dich richtig anfühlt. Vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Kanal. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin begleitet. Ciao. Tschüss!